Hallo Uhrenfreunde, heute kümmern wir uns mal um Patek Philippe. Wir schauen uns ja heute Patek Philippe Uhren mit ewigem Kalender, Mondphase und Chronograph an. Eine Komplikation, die Patek Philippe in den 40er Jahren als erste Marke eingeführt hatte. Bis heute mit Handaufzug, bis heute in fast unveränderter Form. Da fangen wir mal gleich mit der teuersten an. Das ist meine absolute Lieblingsuhr von Patek Philippe. Die 2499 ist der Gral. Also kein ernsthafter und in dem Fall auch reicher Uhrensammler hat nicht den Wunsch, eine 2499 in seiner Sammlung zu haben. Es gehört sicher zu dem Schönsten, was Patek Philippe an ewigen Kalender mit Chronograph jemals produziert hat. Wir haben hier die 4. Serie dabei, die sich auszeichnet, dass sie eben die einzige 2499 ist, die ein Saphirglas hat. Von der sind in verschiedenen Serien nur ein paar hundert Stück produziert worden. Die Uhr gab es seit Mitte der 60er Jahre bis Ende der 80er. Allerdings war das genau eben in dieser Quarzphase, deswegen sind so wenig Uhren verkauft worden. Vielleicht lag es aber auch am Preis. Heute kosten die Uhren so viel wie eine Eigentumswohnung in München. Eine größere Eigentumswohnung. Eine größere Eigentumswohnung in München. Und damals waren die vom Listenpreis auch schon sehr, sehr teuer. Also das hat natürlich auch limitiert. 1982 ging die Zeit zu Ende mit der 2499. Und dann gab es eine Referenz, die nur sehr kurz gebaut wurde. Es ist eine 3971. Damals hat Patek versucht, den Leuten auch die Technik zu zeigen durch einen Glasboden. In dem Fall hier bei der Referenz nicht mit verschraubten, sondern mit gedrückten Glasboden. Das macht diese Uhr unglaublich selten. Es ist zwar nur ein kleines Detail, aber es sind genau diese Details, die diese Uhrenfans und Sammler begeistern. Diese Referenz gab es nur für 1 oder 2 Jahre. Es gibt unter 20 Stück. Unter 20 Stück gebaut und sehr mit gesucht. Gedrücktem Boden. Es gehört also zum einen der seltensten, die überhaupt jemals gebaut wurden. Die Entscheidung, einen Glasboden zu bauen von Patek Philippe, war genial, weil so hatte endlich der Kunde auch die Möglichkeit, an der Feinveredelung des Werks teilzuhaben. Alle Modelle vor 1980 haben immer geschlossene Böden gehabt und darunter war die Schönheit verborgen, was echt sehr schade ist. Was ich spannend finde als politischen Move, ist, dass Patek Philippe die Uhr verkleinert hat. Merkwürdig. Die 3970 ist ein gutes Stück kleiner wie eine 2499. Sonst nimmt es die gleiche Formsprache auf. Aber was ist in der Firma Patek Philippe vorgegangen mit der Idee, die Uhren zu verkleinern? Weil vom Werk her reden wir immer noch von Lemania-Werken, die im hohen Maße von Patek Philippe veredelt, verbessert, verfeinert werden. Also daran lag es ja nicht. Sie ist auch noch ein Stück größer wie dann die Uhr, die viele Jahrzehnte gebaut worden ist. Die 3970 wurde ja bis einschließlich 2007 gebaut. Richtig. Am Schluss dann auch mit beiden Böden. Da hatte man den Glasboden und den geschlossenen Boden als Wahlmöglichkeit. Jeweils verschraubt. Genau. Und war nicht mehr unterschieden mit einer anderen Referenz. Also die Unterschiede sind klein. Die 3970 ist also von Mitte der 80er Jahre bis 2007 gebaut worden, während dieses Modell wahrscheinlich nur über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren den Markt überhaupt beigebracht wurde. Spätere Ausgaben hatten dann noch einen Vollgoldboden dazu und die Fallschließe kamen dann auch erst um die Jahrtausendwende dazu. Ja. Das heißt, die letzte Serie hat Fallschließe, 2 Böden und gehört auch meiner Ansicht nach zu den schönsten Patek Philippe Uhren, die je gebaut worden sind. 3970 ist immer noch unterbewertet. Dir ist sie zu klein, ich verstehe das. Ja. Deswegen ist sie auch unterbewertet, weil die Leute eigentlich größere Uhren gerade suchen. Das ist meine Theorie dafür, weil sonst gibt es keinen Grund. Es gibt die Uhren in Gelbgold, Rotgold, Weißgold und in Platin. Thomas, du hast uns noch ein aktuelles Modell mitgebracht, der 5270. Die 5270 mit dem blauen Zifferblatt in Weißgold war die erste Uhr, in der Patek ein farbiges Zifferblatt beim Ewigen mit Chrono eingebaut hat.
Von der Größe her so groß wie ihr Vorgänger, 5970. Diese Referenz ist, glaube ich, die erste, die kein Lemania-basiertes Werk hat, sondern ein eigenes, durch und durch von Patek konzipiertes und umgesetztes Werk. Gelungen. Nach 80 Jahren Übung haben sie das auch gut hingekriegt. Diese erste Serie Blaues Zifferblatt ist nur eine kurze Zeit gebaut worden. Und im Vergleich mit dem modernen blauen Blatt hat sie eine Veränderung hier unten bei 6 Uhr, wie eine Nase. Ja. Genau. Sollte man darauf achten, ist in den nächsten 10, 20 Jahren sicher eine spannende Invest- und Anlageuhr. Mal davon abgesehen, dass sie mit dem Blau einen ganz eigenen Zauber hat, der, finde ich, bei diesen sehr seltenen Uhren, die wir heute hier liegen haben, ganz wichtig nochmal zu erwähnen wäre. Also Blau ist eine extrem untypische Farbe gewesen. Mir gefällt das auch sehr, sehr gut. Vor allen Dingen war der Wunsch nach diesen vielen Jahren mit dem kleinen Gehäuse, dass das endlich wieder eine Größe bekommt, die dem aktuellen Träger auch gefällt, nämlich groß. Uns ging es heute mal darum, Uhren rauszuholen und zu zeigen aus den letzten 30 Jahren, die noch ein hohes Potenzial haben oder eben nur ganz kurze Zeit und in wenig Stückzahlen produziert worden sind. Uhren zwischen 80 und 500.000 Euro liegen hier auf dem Tisch. So eine Pro Stück. Pro Stück. 24,99 ist was für Leute, die darüber sich keine Gedanken mehr machen müssen, wenn sie so viel Geld ausgeben. Das ist Oberliga. War es aber auch damals schon. Was kostet denn momentan so eine Uhr? Die Uhren liegen zwischen 100 und 120.000 Euro. Mit den blauen Zifferblättern, wie gesagt, darauf zu achten, dass es aus der ersten Serie ist, wenn man das aus Investmentgründen kaufen möchte. Würde ich schon empfehlen. Das sind auf jeden Fall mal Produkte, wo noch nicht so viel drüber gesprochen worden ist. So, dann zieh mir doch mal eine an. Du musst jetzt mal dein Tellurium ablegen. Oh, das schöne Tellurium. Und ich nehme die 24,99. Das ist eigentlich schon auch sehr beeindruckend, sowas überhaupt mal in die Hand nehmen zu dürfen. Das ist ein Stück Zeitgeist und Zeitgeschichte und der Träger und Besitzer so einer Uhr hat sicher zu diesem Zeitgeist mit beigetragen. Würdest du damit rumlaufen? Es ist schon schwierig, wenn man weiß, dass man gerade 500.000 an der Hand hat. Aber eigentlich wäre doch schade, wenn man sie nicht tragen würde, oder? Wir hoffen, euch auch heute wieder bei Patek Philippe Uhren weitergeholfen zu haben. Informationen und ein bisschen Entertainment. Bleibt dabei, abonniert unseren Kanal und bitte schreibt uns doch, welche Themen zu Patek Philippe oder anderen Marken euch noch interessieren würden. Wir versuchen das zu berücksichtigen und hoffen, euch weiter zu unterhalten. Ich glaube, du solltest jetzt stoppen. Ich habe gestoppt. Die Uhrzeit. Die Uhrzeit. Oi.